Es gibt einen Moment in der Woche, auf den ich mich mehr freue als auf fast alles andere. Dienstagmorgen. Kein Wecker, der mich in einen Kalender zwingt. Keine Meetings, keine Mails, die sofort beantwortet werden müssen. Nur ich, ein Kaffee und die stille, fast trotzige Gewissheit, dieser Tag gehört mir. Ich weiß, das klingt simpel, vielleicht sogar ein bisschen selbstverständlich. Aber ich glaube, für viele von uns, die wir funktionieren, liefern, erreichbar sind, weitermachen, ist ein Tag, der wirklich uns gehört, alles andere als selbstverständlich. Er ist eine Entscheidung. Eine bewusste kleine Rebellion gegen den Sog des Alltags. Und genau darum soll es heute gehen. Ich arbeite 4 Tage die Woche, mit allem, was dazu gehört. Verantwortung, Druck, lange Pendelzeiten, dem leisen Gefühl, dass der Job mehr von mir nimmt, als er zurückgibt. Vielleicht kennst du das. Und dann ist da dieser eine freie Tag. Lange Zeit habe ich ihn falsch genutzt. Also nicht falsch im moralischen Sinne, aber falsch für mich. Ich habe Besorgungen erledigt, Termine reingepackt, den Haushalt nachgeholt, Dinge erledigt, die ich unter der Woche nicht geschafft hatte. Am Abend dachte ich, okay, war produktiv. Und gleichzeitig, irgendwie bin ich trotzdem leer. Das Problem war nicht der Tag. Das Problem war, dass ich ihn dem Leben gegeben hatte, statt mir selbst. Irgendwann habe ich angefangen, das zu ändern. Gar nicht mal so dramatisch, sondern ganz leise mit einer Entscheidung. Dienstagmorgen gehört erst mir. Alles andere kommt danach, wenn überhaupt. Und das hat etwas verändert. Auch nicht sofort, aber beständig. Wir reden viel über Selbstfürsorge, meistens in Form von Badewannen, Gesichtsmasken und Schokolade, was alles schön ist, aber nicht so ganz das ist, was ich darunter verstehe. Was ich meine, ist etwas anderes. Etwas, das näher an Selbstachtung liegt als an Selbstverwöhnung. Es geht darum, sich selbst ernst zu nehmen, die eigenen Bedürfnisse nicht immer ans Ende der Liste zu setzen, sondern zu erkennen, dass du, deine Kreativität, deine Stille, dein inneres Leben genauso wichtig bist wie alles, was du für andere tust. Das klingt offensichtlich, aber für viele Menschen in meinem Umfeld ist es das nicht. Wir sind aufgewachsen mit dem stillen Glauben, dass Leistung Wert erzeugt, dass Pausen verdient werden müssen, dass man erst fertig sein muss, bevor man sich etwas gönnt. Aber was, wenn man nie fertig ist? Dann wartet man ewig auf die Erlaubnis und die kommt nicht. Die Erlaubnis musst du dir selbst geben. Und manchmal sieht es aus wie ein Dienstagmorgen auf dem Balkon. Kaffee in der Hand, Handy umgedreht auf dem Tisch, bewusst, trotzig, leise, rebellisch. Ich habe beobachtet, was mit mir passiert, wenn ich meinen Dienstag wirklich schütze. Nicht, was ich leiste, nicht, was ich produziere, sondern was mit mir passiert. Ich werde ruhiger. Manchmal dauert es eine Stunde, bis der Arbeitsmodus wirklich abfällt. Aber irgendwann, meist wenn ich draußen bin, mit dem Hund im Garten oder einfach in der Sonne sitze und nichts Bestimmtes tue, kommt diese andere Qualität von Stille. Die, in der Ideen auftauchen. Nicht, weil ich sie herbeizwinge, sondern weil endlich Platz ist. Das ist kein Zufall und keine Mystik. Unser Gehirn braucht Phasen, in denen es nicht auf Effizienz getrimmt ist. Phasen, in denen die sogenannten kreativen Netzwerke aktiv werden dürfen. Die spielerischen, verknüpfenden, träumenden Bereiche. Die kommen nicht zum Zug, wenn wir funktionieren oder uns ablenken. Sie kommen, wenn wir loslassen. Ein freier Tag ist also kein Luxus. Er ist Gehirnpflege. Und er ist die Voraussetzung dafür, dass überhaupt etwas Kreatives in dir entstehen kann.
Ich male an meinem Dienstag nicht immer stundenlang. Manchmal sind es 20 Minuten mit Wasserfarben auf dem Balkon. Manchmal ist es eine Skizze auf dem iPad, während der Kaffee noch dampft. Manchmal ist es gar nichts und ich sitze einfach nur da und starre in die Wolken. Das zählt. Ich glaube, wir haben eine sehr seltsame Vorstellung davon, was Kreativsein bedeutet. Wir denken an Ateliers, an Pinselstriche, an fertige Werke, die an Wände gehängt werden. Aber Kreativität beginnt viel früher. Sie beginnt in dem Moment, in dem du dich hinsetzen und nichts anderes sein darfst als du selbst. 20 Minuten malen ohne Plan, eine Seite schreiben ohne Ziel, einen Spaziergang machen ohne Podcast, im Garten sitzen und einfach schauen, was gerade blüht. Das sind keine kleinen Dinge. Das sind Akte der Selbstbehauptung in einer Welt, die dich ständig woanders haben will. Kreative Mini-Rebellionen eben. Kreativität bedeutet auch, das Verlängerungskabel als verlängerte Hundeleine zu nehmen, weil die Gartennachbarn ihr Kaninchen dabei haben, was bei denen hier ein paar Meter nach links im Garten rumläuft und mein Dackel da hinten hat Hasenbraten in der Nase. Ungünstig, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, weil ich keine lange Leine dabei habe, ihn hier aber trotzdem laufen lassen möchte. Kam mir das Verlängerungskabel für den Rasenmäher ganz gelegen. Kommen wir zu etwas, was ich in meiner Umgebung ständig sehe und was eigentlich relativ naheliegend ist, weil es immer da ist. Das Handy. Ich will kein Fass aufmachen und auch keine Bildschirmzeitpredigt halten. Aber es ist halt nun mal so, solange das Handy in der Nähe ist und man es theoretisch jederzeit greifen könnte, ist man nicht wirklich frei. Es gibt da eine Art Hintergrundrauschen im Kopf. Eine leise Bereitschaft, erreichbar zu sein. Eine Anspannung, die man kaum bemerkt, bis sie weg ist. Wenn ich das Handy umdrehe oder in eine andere Zimmerecke lege, passiert etwas. Ich komme an. Nicht in einem spirituellen Sinne, sondern ganz physisch. Die Schultern sinken vielleicht ein bisschen. Der Atem wird tiefer. Und plötzlich ist der Dienstag tatsächlich meiner. Vielleicht klingt das nach einer kleinen Geste. Aber kleine Gesten sind oft die kraftvollsten, weil sie täglich machbar sind. Weil sie keine Willenskraft brauchen, wenn sie zur Gewohnheit werden. Weil sie signalisieren, dir selbst und niemandem sonst, jetzt bin ich dran. Vielleicht hast du keinen freien Dienstag, vielleicht ist es ein Samstagmorgen, bevor die anderen aufwachen. Vielleicht sind es 1,5 Stunden am Abend, die du dir erkämpfst. Vielleicht sind es tatsächlich nur 20 Minuten, in denen du die Tür zumachst und einen Stift in die Hand nimmst. Die Länge ist egal. Was zählt, ist die Entscheidung dahinter. Die Entscheidung, dass du dir selbst wichtig genug bist, um dir Zeit zu nehmen. Nicht irgendwann, nicht wenn alles erledigt ist, sondern jetzt, regelmäßig, bewusst. Denn hier ist die Wahrheit, die ich immer mehr verstehe. Kreativität ist keine Frage von Talent. Sie ist eine Frage von Raum. Und Raum entsteht nicht von allein. Den musst du dir nehmen. Mit etwas Trotz, wenn nötig, mit etwas Humor. Mit der Bereitschaft, dich selbst zur Priorität zu machen. Auch wenn das ungewohnt ist. Das ist deine Mini-Rebellion. Nicht laut, nicht dramatisch, aber beständig. Und sie beginnt mit einem einzigen Moment in der Woche, in dem du sagst, dieser Tag oder dieser Moment gehört mir. Falls du noch keinen solchen Moment in deiner Woche hast, keinen festen Anker, der dir gehört, dann fange klein an. Such dir eine Stunde, einen halben Morgen, irgendetwas, das wiederkehrt. Schreib es in deinen Kalender wie einen Termin, einen, den du nicht absagst. Nicht, weil du produktiv sein willst, nicht, weil du ein fertiges Bild brauchst oder eine volle Seite oder ein Ergebnis, das du zeigen kannst,
sondern weil du es verdient hast, dich selbst nicht zu vergessen. Und daher gilt auch weiterhin, mach's dir nicht zu schwer, eine kleine kreative Mini-Rebellion reicht völlig.